Körperliche Angstsymptome sind sehr oft das Resultat eines Ungleichgewichts des Nervensystems. Das heißt, Parasympathikus und Sympathikus sind nicht mehr im Lot. Im Laufe dieses Videos bekommst du fundierte Übungen, um deinen Vagusnerv zu aktivieren, damit dieses Problem der Vergangenheit angehört. Hast du schon mal was vom Vagusnerv gehört? Er wird auch Ruhe- oder Erholungsnerv genannt und steuert Funktionen in deinem Körper, die ihm helfen zu regenerieren. Durch gezielte Übungen lässt er sich aktivieren. Diese Übungen möchte ich dir schenken, damit auch du innere Anspannung lösen kannst und sogar in Zukunft besser mit Stress umgehen kannst. Der Vagusnerv ist der längste unserer 12 Hirnnerven und ist ein Teil des sogenannten Parasympathikus. Damit ist er an der Funktion von fast allen inneren Organen beteiligt. Er ist also vereinfacht gesagt für Erholung, innere Ruhe und Gelassenheit zuständig. Den Parasympathikus mehr zu aktivieren, wünschen sich gerade die Menschen, die Ängste, viele Grübeleien und innere Unruhe in sich haben. Leider ist es oft genau andersrum der Fall. Das heißt, der Sympathikus, also der Gegenspieler zum Parasympathikus, ist zu stark aktiviert und das verursacht genau diese Symptome wie Stress, innere Unruhe bis hin zu depressiver Verstimmung. Vielleicht ist das bei dir ja auch der Fall und das war dir bis jetzt noch gar nicht so richtig bewusst. Aber keine Sorge, ich komme im Laufe dieses Videos noch zu speziellen Übungen, mit denen du dieses Gleichgewicht wieder in dir herstellen kannst, damit auch du wieder von dieser Nervosität wegkommst und mehr Ruhe und Gelassenheit in deinen Alltag verspürst. Der Vagusnerv ist so wie eine Schaltstelle zwischen deinem Gehirn und deinen Organen reguliert. Er hat einen dämpfenden und ausgleichenden Einfluss auf ganz verschiedene Körperfunktionen und beeinflusst somit also auch dein Wohlbefinden. Als 10. Gehirnnerv verläuft er vom Hirnstamm in deinen Kopf über den Hals, in die Brust bis runter zu deinem ganzen Bauchraum. Auf seinen also ziemlich langen Weg verzweigt er sich und läuft unter anderem zu deinen Herzen, zu deinen Nieren, deiner Leber und deiner Milz bis hin zum Verdauungsorganen und von dort wieder zurück zum Gehirn. In der Medizin wird die Aktivierung des Vagusnervs bereits gezielt genutzt, zum Beispiel bei Depressionen. Dabei wird mit Hilfe von Elektroden oder Nerv durch Strom gereizt. Bei manchen Menschen, Patienten, kann es so gelingen, Stimmung und Motivation zu verbessern. Das ist aber nicht immer notwendig, denn es gibt wirklich ganz tolle Übungen, die du selbst zu Hause machen kannst, die genauso gut wirken können. Forschungen zeigen sogar, dass in Zukunft eventuell auch bestimmte Formen der Epilepsie, Migräne oder chronische Schmerzen so behandelt werden könnten. Also auch Menschen mit zum Beispiel Fibromyalgie können davon profitieren. Wie wichtig der Vagusnerv ist, um unsere Reserven gegen Stress aufzubauen und wie stark er die Erholung fördern kann, ist leider lange Zeit unterschätzt worden. Denn in puncto Entspannung scheint der Ruhenerv ein erstaunliches Potenzial zu haben. Aber nur, wenn man weiß, wie man ihn richtig stimulieren kann. Eine Übung werden wahrscheinlich die meisten von euch schon ganz intuitiv machen. Meistens, wenn der Stresspegel gerade am Steigen ist. Und zwar einfach tiefes Durchatmen. Schreib's mir gerne unten in die Kommentare, ob du das in deinen Alltag bewusst oder bis jetzt eher unbewusst gemacht hast. Aber es gibt noch mehr kleine Übungen, die als erste Hilfe bei Stress, Ängsten und innere Unruhe kleine Wunder wirken können. Und da sich der Vagusnerv vom Kopf bis zu den Nieren zieht, kannst du damit sogar noch weitere Wirkungen erreichen, wie zum Beispiel den Blutdruck und die Herzfrequenz senken. Die Atmung wechseln und zwar von der Brust zur tiefen Bauchatmung. Die Verdauung wird angeregt. Ist das nicht wirklich phänomenal? Außerdem sinkt die ganze Muskelspannung. Also du bist nicht mehr den ganzen Tag so angespannt. Das Immunsystem wird angeregt. Chronische Schmerzen können tatsächlich nachlassen. Im besten Fall sogar sich komplett auflösen. Und jetzt möchte ich dich einladen, die erste Übung direkt mit mir zusammen auszuprobieren. Das Tolle ist dafür, du brauchst auch nichts vorzubereiten, du brauchst auch keine Hilfsmittel etc.
Vielleicht machst du es dir einfach auf dem Sofa oder in deinem Bett bequem und nimmst dir einmal 2 bis 3 Minuten Zeit dafür. Die erste Übung, die ich dir mitgebracht habe, nennt sich Selbstmassage. Dafür legst du beide Handflächen seitlich außen an deinen Hals und massierst mit sanften Bewegungen zwischen Ohr und Schulterübergang kreisend an dieser Stelle. Da der Vagusnerv seitlich am Hals entlang verläuft, ist diese Stelle ideal, um ihn von außen durch leichten Druck jetzt anzuregen, tief anzuregen. Das beruhigt und entspannt. An dieser Stelle ein extra Tipp von mir. Du kannst etwas Lavendelöl auf deine Handgelenke auftragen, während du den Hals massierst. Lavendel ist bekannt dafür, innere Anspannung zu lösen und hilft gegen Unruhe, Angst, aber sogar gegen Schlafstörungen. Die zweite Übung erfordert etwas Mut und ist nichts für Warmduscher. Und zwar stehst du morgens auf und gehst kurz direkt unter eine kalte Dusche. Aber bitte nicht einfach das eiskalte Wasser jetzt anmachen, sondern das kalte Wasser erst langsam über deine Arme und deine Beine laufen lassen. Und dann vor allem den Hals entlang über den ganzen Körper. Hier reichen 2 Minuten wirklich völlig aus. Die Kälte dabei dämpft deinen Sympathikus und der Parasympathikus, zu dem ja auch der Vagusnerv gehört, wird jetzt sehr aktiv werden. Die nächste Übung ist auch bekannt als 4-Quadrat-Atmung. Sie nennt sich so, weil alles mit der Zahl 4 zu tun hat. Beim Atmen stellst du dir den Körper wie eine Box vor, ja? Wie vor so beim Einatmen mit Luft füllt und beim Ausatmen wieder zusammensickt. Die gesamte Übung kannst du mehrfach wiederholen. Einatmen 4 Sekunden als allererstes. Ich mache es ganz kurz vor. Also um bis 4 zählen. Jetzt hältst du 4 Sekunden. Jetzt atmest du 4 Sekunden aus. Und jetzt hältst du 4 Sekunden. Und danach wieder von vorne. Wie im Quadrat. Immer wieder wiederholen. Im Übrigen, für diejenigen, die sich gerne dafür interessieren, wo diese Übung herkommt, das hat ein Ex-Navy SEAL-Soldat erfunden und hat sich dabei immer vorgestellt, beim Ein- und Ausatmen um den Halten, dass es ein Quadrat ist. Er hat sich das bildlich vorgestellt, auch für dich, dass es besser zum Nachmachen ist. Du stellst dir ein Quadrat vor. 4 Sekunden, 4 Sekunden und 4 Sekunden. Durch das bewusste tiefe Ein- und Ausatmen, vor allem in den Bauchraum hinein, kannst du deine Herzfrequenz jetzt senken und das Stresslevel endlich runterfahren, das dich die ganze Zeit so belastet. Die vertieften Atemzüge erhöhen die Empfindlichkeit von sogenannten Barorezeptoren. Das sind Drucksinneszellen in den Gefäßwänden, also auch hier beim Herzen und so weiter. Und sie stimulieren den Vagusnerv. Der wiederum den Blutdruck senkt und deine Angstgefühle werden dadurch sehr, sehr, sehr stark verringert. Für die Selbstakupressurübung drückst du den Punkt an deiner Ohrmuschel hier drinnen, der mit den Vagusnerv in Verbindung steht, 30 Sekunden und lässt ihn dann wieder los. Diese Übung kannst du beliebig oft wiederholen. In der Vorstellung der traditionellen chinesischen Medizin kann der Druck auf bestimmte Punkte am Körper Blockaden lösen, die den Energiefluss im Körper stören. Diese Punkte, die befinden sich unter anderem an den Ohren und sollen auch mit den Vagusnerv dann verbunden sein. Natürlich hat die Angst auch eine mentale Komponente, die wir nicht vergessen dürfen. Das heißt also, wenn du es schaffst, mit diesen Übungen deinen Körper wieder zu beruhigen, und das wirst du, davon gehe ich aus, muss man natürlich bei der Angst die mentale Komponente auch bearbeiten. Und das geht sogar sehr gut. Ich kann davon ein Lied singen, ich habe es geschafft und du kannst es auch schaffen. Wie das geht? Hier auf der Endcard. Bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.